Es ist ein tolles Gefühl, den Euronatur-Geschäftsbericht 2024 in Händen zu halten. Und für mich ist das ein sehr emotionaler Augenblick, denn es ermöglicht mir einen Rückblick auf das Jahr 2024, ein herausforderndes Jahr, in dem wir aber dennoch sehr viel für Europas Natur erreichen konnten. Der Rückblick auf 2024 zeigt, dass wir im Naturschutz einen sehr langen Atem brauchen. Er zeigt auch, dass wir manche Erfolge immer wieder neu erstreiten müssen. Und er zeigt, dass wir uns von Rückschlägen nicht entmutigen lassen dürfen. Dank Ihrer Unterstützung, dank der Unterstützung vieler Spenderinnen und Spender, konnten wir gemeinsam sehr viel erreichen für Europas Natur. Projektleiterinnen und Projektleiter von Euronatur nehmen Sie nun mit zu den Highlights des letzten Jahres. Ich bin Leo und ich bin Projektleiter bei Euronatur und kümmere mich vor allem um die Vjosa. Wir haben vor allem geschafft, unsere Partner näher zusammenzubringen. Das bedeutet, unsere griechischen Partner Medina und unsere albanischen Partner Ecoalbania und auch PP-NEA entwickeln gemeinsame Strategien und lernen voneinander, wie sie eben grenzüberschreitenden Flussschutz voranbringen können, denn Flüsse kennen keine Grenzen. Wir haben es zwar geschafft, die Wasserkraft aus dem Vjosa-Nationalpark zu verbannen, allerdings gibt es noch weitere Gefahren. Und diese Gefahren müssen strategisch angegangen werden. Mit Hilfe unserer Partner werden wir vor Ort lobbyieren, Aktivismus betreiben und das Ganze auf wissenschaftlicher Basis so voranbringen, dass wir es schaffen, das gesamte Flusssystem aus Vjosa unter Schutz zu stellen. Ich bin Justine von Euronatur. Ich arbeite als Projektleiterin im Zugvogelprogramm. Jedes Jahr werden im Mittelmeerraum Millionen Vögel getötet. Das bringt natürlich verschiedene Arten in Gefahr. Zusammen mit unserem Partner arbeiten wir daran, die illegale Vogeljagd zu bekämpfen und damit auch die Vogeldiversität zu schützen. In 2024 haben unsere Partner in Kroatien in der Neretva-Delta eine erfolgreiche Kampagne gegen den Verzehr von Bläshühnfleisch durchgeführt. In Serbien haben unsere Partner sich gegen die illegale Wachteljagd eingesetzt. Dort konnten viele Fälle dokumentiert und auch den Behörden gemeldet worden. Wir konnten in 2025 schon einen Halbzeitergebnisbericht veröffentlichen und wir wollen gerne die Ergebnisse von diesem Bericht weiter nutzen, um zusammen mit unseren Partnern die Regierung aufzufordern, Aktionen zu unternehmen gegen die illegale Vogeljagd und Mord. Hallo, ich bin Katrin. Ich leite das Programm Europäisches Grünes Band bei Euronatur. Das Grüne Band Europa erstreckt sich über 12.500 Kilometer vom Norden Europas bis in den Süden und verläuft dabei durch 24 europäische Länder. Einst waren diese Länder getrennt durch den Eisernen Vorhang und heute symbolisiert das Grüne Band Europa Frieden und grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Naturschutz. Ja, unsere langfristige Vision ist es, das Europäische Grüne Band als funktionierendes ökologisches Netzwerk zu erhalten und wiederherzustellen. Und die dafür notwendigen Maßnahmen, Naturschutzmaßnahmen, setzen wir gerade um im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes, wo lokale Akteure verschiedenste Maßnahmen am Grünen Band umsetzen. Durch Bestbelt konnten Lebensräume wiederhergestellt werden. Wir haben ein Beispiel in Italien, wo ehemalige Bunker so hergerichtet wurden, dass dort Fledermäuse überwintern können. Wir haben Beispiele zur Beweidung zum Beispiel, wo Exmoor-Ponys Landschaften offen halten. Und haben auch ein ganz herausragendes Projekt am Grünen Band Balkan, wo ein Wanderweg entwickelt wurde, ein Konzept für einen Wanderweg entlang des Grünen Bandes Balkan. Wir wollen gerne das fortsetzen, was wir in 2024 begonnen haben und weiterhin das Bewusstsein zu stärken, wie wichtig das Europäische Grüne Band ist und wie besonders das ist und wollen auch lokale Partnerorganisationen weiter unterstützen, konkrete Maßnahmen umzusetzen. Für weitere Informationen können Sie in die Infobox schauen und auf die Websites von Euronatur und dem Europäischen Grünen Band. Hallo, ich bin Antje, Projektleiterin im Bereich Schutz großer Beutegreifer bei Euronatur.
Im Jahr 2024 konnten wir mit der Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Braunbären im kantabrischen Gebirge leisten. Nach jahrzehntelanger Schutzarbeit unserer Partnerorganisation FAPAS breiten sich die Bären nun auch wieder südlich des kantabrischen Gebirges aus. Doch die Bedrohung bleibt. Wilderei, unkontrollierter Bärentourismus, aber auch politisches Desinteresse erschweren die Arbeit unserer Partnerorganisation enorm. Unser Ziel ist klar: Die Braunbären sollen nicht nur überleben, sondern sich langfristig in der Region etablieren. In möglichst konfliktarmer Koexistenz mit den Menschen. Im Jahr 2024 haben wir einiges erreicht. In den Tälern von Umanja und Luna konnten 13 Bären nachgewiesen werden. Darunter, ganz besonders wichtig, auch fortpflanzungsfähige Weibchen. Außerdem konnte durch die Installation von speziellen Elektrozäunen dafür gesorgt werden, dass kein einziger Bienenstock angegriffen wurde. Ganz wichtig für die Konfliktvermeidung. Und in unserem Projekt Bäume für die Bären, auf Spanisch Árboles Gourmet, konnten 50 Obstbäume gepflanzt werden, die sowohl den Bären, aber auch der lokalen Bevölkerung zugutekommen. Mit der nötigen Finanzierung möchten wir unsere Aktivitäten in der Region weiter ausbauen, für eine sichere Zukunft der Bären und ihrer Lebensräume. Hi, I'm Victor Berishay. I am a Senior Policy Officer at Euronatur's Brussels office. And in 2024, we made an analysis of the state of the biodiversity in the Western Balkan countries. The report focused on analysis on policy, biodiversity, and the challenges related to that biodiversity of 5 compelling cases, which in a nutshell provide deep insights into the broader problems related to the biodiversity conservation and also restoration in the Western Balkans. We chose the right stage to make our compelling case about the biodiversity in the Western Balkans, and that was the House of the European Parliament. And we were very much right. The interest was very high by the EU stakeholders, but also international organizations like the Berne Convention and many of our partner NGOs and international NGOs who work in Brussels. Our work showed that there is a vacuum in Brussels that needs these stories to be present there, especially since we see biodiversity as one of the enablers of cooperation between the EU and the Western Balkans on their path towards the accession towards the EU. The plan is to actually use the results and also provide a targeted approach to these challenges, namely under the framework of the Kunming-Montreal Global Biodiversity Targets as well as the EU Biodiversity Strategy for 2030. Europas Natur ist sehr verwundbar und in großer Gefahr. Dank vielfacher Unterstützung konnten wir bereits sehr viel erreichen für den Schutz der Natur in Europa. Lassen Sie uns weitermachen, gemeinsam für Europas Natur. Mehr Informationen über Euronatur in der Infobox und auf unserer Website.